Wir benötigen Papier. Ich benutze Aquarellpapier, Wasser und Aquarellfarben, eine Schere, eine Schablone von einem Fünfeck, ein Cuttermesser und Bastelkleber. Und ein Lineal. Als erstes übertragen wir die Schablone auf unser Papier und wir brauchen insgesamt 11 von diesen Fünfecken. Als nächstes kommt dann die Aquarellfarbe auf das Papier. Als nächstes schneiden wir uns das aus. Als nächstes markiert man die Mitte von jeder Kante mit einem kleinen Bleistiftpunkt. Dann nimmt man sich sein Cuttermesser und legt sich das Lineal von der Mitte der Kante zur nächsten Mitte der Kante, also da, wo wir unseren Punkt gesetzt haben, und macht mit ganz wenig Druck eine Linie mit dem Cuttermesser. Also schneidet das nur ganz oberflächlich ein, so dass man das am Ende besser knicken kann. So, wenn wir dann überall unsere Linien gezogen haben, kleben wir die Papiere zusammen. Also die farbige Seite kommt dann immer nach außen. Das wird jetzt die Unterseite. Da machen wir jetzt an einer Ecke Klebstoff drauf. So, und dann nehmen wir uns das nächste und machen dann hier innen Klebstoff drauf. Und das kleben wir dann so zusammen. Also Linie auf Linie. Und das machen wir mit den restlichen Kanten genauso. Wenn wir die Fünfecke jetzt an die Unterseite angeklebt haben, kleben wir jetzt immer die Ecken zusammen, die sowieso schon so ein bisschen überstehen. Also auf der einen Seite außen und auf der anderen Seite bringen wir innen den Klebstoff an. So, wenn das dann zusammengeklebt ist, nehmen wir uns unser nächstes Fünfeck und kleben das dann immer auf die linke dieser beiden übrig gebliebenen Ecken. Und dann machen wir es so wie bisher. Das heißt, wir machen auf einer Seite außen den Klebstoff dran und auf einer Seite, auf der anderen innen.
Wenn wir das jetzt festgeklebt haben, müssen nur noch die restlichen Ecken noch zusammengeklebt werden. Also immer jeweils 2 noch an jeder Stelle. Zum Schluss klebt man hier noch die Laschen nach innen. So, dann ist man auch schon fertig.